Szene 1. Das Telefonat mit der Personalvermittlerin. Das Telefon klingelt. Paul sitzt mit einem Kaffee an seinem Schreibtisch und nimmt den Anruf an. Guten Morgen. Spreche ich mit Herrn Paul Martin? Ja, hier ist Paul Martin. Guten Morgen. Mein Name ist Monika Steinberg. Ich bin Personalvermittlerin bei einer Cybersecurity-Firma in Frankfurt. Hallo, Frau Steinberg. Schön von Ihnen zu hören. Passt es Ihnen gerade für ein kurzes Gespräch? Ja, natürlich. Ich habe Zeit. Zuerst herzlichen Glückwunsch. Sie stehen auf unserer Auswahlliste. Oh, vielen Dank. Das sind gute Nachrichten. Die Stelle heißt Sicherheitsarchitekt. Kennen Sie diese Rolle? Ja, ich habe die Stellenbeschreibung genau gelesen. Als Architekt planen Sie die ganze Sicherheitsinfrastruktur für unsere Kunden. Ich verstehe. Ich plane also die Systeme, nicht nur ein einzelnes Werkzeug. Genau, Sie überwachen auch die Sicherheit großer Unternehmenskunden. Darf ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Erfahrung stellen? Ja, sehr gern. Haben Sie früher schon Sicherheitskonzepte gebaut? Ja, in meinem letzten Projekt entwickelte ich ein komplettes Konzept von Null. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Ich habe ein Zero-Trust-Modell genutzt. Wir vertrauten keinem Gerät automatisch. Sehr gut, das ist für uns wichtig. Vorher hatte ich auch jedes Quartal eine Risikobewertung gemacht. Und Cloud-Sicherheit? Haben Sie dort Erfahrung? Ja, ich habe 2 Jahre mit Cloud-Plattformen gearbeitet. Welcher Teil war am schwierigsten? Die Zugriffskontrolle war schwierig, aber wir lösten das Problem Schritt für Schritt. Beeindruckend. Diese Rolle leitet auch abteilungsübergreifende Teams. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, ich habe Entwickler, IT und Manager zusammen koordiniert. Sie können also technische Dinge auch Nicht-Fachleuten erklären? Ja, das ist eine meiner Stärken. Ausgezeichnet. Haben Sie jetzt Fragen an mich? Ja, einige. Wie groß ist der Kundenstamm? Etwa 20 Unternehmenskunden, meistens Banken und Versicherungen. Und wie sieht es mit der Reisebereitschaft aus? Sie werden vielleicht 2 oder 3 Tage pro Woche reisen. Fröhlich, etwas zu selbstsicher. Okay, alles klar.
Kein Problem. Lacht. Ich mag Ihre Energie, aber denken Sie bitte gut darüber nach. Überlegt. 3 Tage jede Woche. Gut, ich werde darüber nachdenken. Lassen Sie mich die nächsten Schritte erklären. Zuerst kommt ein Fachgespräch mit 3 Experten. Es wird etwa 90 Minuten dauern. Ein Panel? Also mehrere Personen gleichzeitig? Ja, danach folgt ein letztes Gespräch mit der Teamleitung. Das klingt klar. Wann findet das Fachgespräch statt? Wahrscheinlich nächste Woche. Ich werde Ihnen die Details per E-Mail schicken. Perfekt. Ich werde mich gut vorbereiten. Vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir werden bald in Kontakt bleiben. Auf Wiederhören, Herr Martin. Ihnen auch. Auf Wiederhören, Frau Steinberg. Ende der Szene. Das war die heutige Folge. Wenn Ihnen die Dialoge gefallen haben, geben Sie uns bitte einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr. Teilen Sie das Video mit einem Freund, der auch Deutsch lernt, und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine neue Folge verpassen. Wir laden jede Woche neue Szenen hoch, aus dem echten Alltag, genau wie heute. Schreiben Sie uns gern in die Kommentare, welche Szene hat Ihnen am besten gefallen? Oder welche Situation möchten Sie als nächstes sehen? Wir lesen jeden Kommentar und freuen uns über Ihr Feedback. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen.